Mit Crown of Greed entsteht beim polnischen Team um Plum Entertainment ein RTS mit Basenbau, welches dabei aber einen völlig erfrischenden anderen Ansatz verfolgt. Denn in diesem Spiel gehorchen euch eure Untertanen nicht einfach via Mausklick aufs Wort, sondern verfügen über einen freien Willen und müssen dementsprechend mit diversen Anreizen erst zum Arbeiten ermutigt werden. Ob das funktionieren kann und generell alles, was zum RTS bisher bekannt ist, habe ich euch wie gewohnt kompakt in dieser Zocker Lounge Preview zusammengefasst. Erinnert ihr euch noch an Majesty, The Fantasy Kingdom Sim aus dem Jahr 2001? Denn dieser Klassiker brachte schon vor über 20 Jahren das Konzept des freien Willens in ein Strategiespiel und ist damit quasi die Blaupause für Crown of Greed. Für Liebhaber alter RTS-Klassiker ist Majesty daher ein Muss, vor allem da es nicht bei Genre-Veteranen kopierte, sondern eben was ganz Eigenes und Neues auf die Beine stellte. Bei meinem Partner Instant Gaming könnt ihr diesen Klassiker von Paradox mit eurem freien Willen in seiner Gold HD Edition nachholen und für gerade mal 11,50 € richtig viel Spiel mitnehmen. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal. Aber jetzt zurück zum heutigen Spiel. In Crown of Greed seid ihr der Thronerbe der fiktiven Welt Rodovia. Eben ein Fantasy-Reich mit Monstern und Kreaturen, welches auf den ersten Blick an das The Witcher-Universum erinnert. Um eure mittelalterliche Siedlung oder Stadt wachsen zu lassen und eure Arbeiter zum Arbeiten zu animieren, habt ihr vor allem eine Ressource: Geld bzw. Gold. Die Palette an baubaren Gebäuden soll dabei RTS üblich ausfallen. So gibt es zum Beispiel Wohnhäuser, Werkstätten, Militärgebäude und Abwehrtürme, Mauern übrigens bisher nicht. Erscheint euer Dorf sicher, zahlt sich das in Dankbarkeit aus und führt zu großzügigeren Steuereinnahmen und so weiter. Wer möchte, kann aber auch diverse Helden für seine Sache anwerben, welche dann entsprechend mehr kosten, dafür aber mit genug Motivation von eurer Seite her für euch Quests erledigen, was euch wiederum bei Erfolg weitere finanzielle Mittel beschert. Sollten sich eure Untertanen entscheiden, für euch zu kämpfen, könnt ihr diese ganz ähnlich wie in Pioneers of Pagonia via Zielpunkt zumindest mal in die richtige Richtung losschicken. Was sie dann dort allerdings genauer unternehmen, hängt dann völlig von der Motivation, den Fähigkeiten und anderen nicht vorhersehbaren Dingen ab. Laut den Entwicklern sollen dafür alle Bewohner mit einer gesonderten simulierten KI ausgestattet sein, um maximalen Realismus zu erzeugen. Mal ein Beispiel. Ihr möchtet zum Beispiel einen von Untoten besetzten Außenposten ganz in eurer Nähe dem Erdboden gleich machen. Dafür legt ihr via Marker diesen als Ziel fest und stellt gleichzeitig Kopfgeld für das Säubern des Gebiets in Aussicht. Je mehr Knete ihr springen lasst oder lassen könnt, je mächtigere Helden lockt ihr für diesen Job an. Ganz zum Zuschauen verdammt seid ihr ab hier aber auch nicht. So könnt ihr immerhin mit diversen Zaubersprüchen euren Söldnern unter die Arme greifen. Zusammengefasst möchte euch Crown of Greed somit ein etwas anderes, passiveres RTS mit Basenbau bieten, welches in erster Linie eure finanziellen Managementlösungen auslotet. Dabei setzt der Titel voll auf den Singleplayer. Multiplayer-Schwitzer wie Knogger, Grüße, machen also direkt einen großen Bogen drumrum. Einen Release-Termin gibt es zwar noch nicht, dafür aber mit Anfang 2026 zumindest schon einmal ein grobes Release-Fenster. Wenn ihr euch jetzt gar nichts drunter vorstellen könnt, also wie sich das Ganze dann live spielt, dann gönnt euch die Steam-Demo, bevor euch das Spiel auf die Wishlist knallt. Oder halt nicht. Für mehr News zu Strategie- und Aufbauspielen gerne ein Abo dalassen und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.